Frage Nummer 181. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen. Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt. Er sprach ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten. Die Lösung ist, er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. Frage Nummer 182. Welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zu SED vereint? Der Einheitspartei der späteren DDR, KPD und SPD, SPD und CDU, CDU und FDP, KPD und CSU. Die Lösung ist KPD und SPD. Frage Nummer 183. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder? 40er Jahre, 50er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Die Lösung ist 50er Jahre. Frage Nummer 184. Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lang die Stunde Null? Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet. Damit würde der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus. Damit ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird. Die Lösung ist, darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus. Frage Nummer 185. Wofür stand der Ausdruck Eiserner Vorhang? Für die Abschaffung des Warschauer Pakts gegen den Westen, Norddeutschlands gegen Süddeutschland, Nazi-Deutschlands gegen die Alliierten, Europas gegen die USA. Die Lösung ist des Warschauer Pakts gegen den Westen. Frage Nummer 186. Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? 1. Mai, 17. Juni, 20. Juli, 9. November. Die Lösung ist 17. Juni. Frage Nummer 187. Welche deutsche Stadt hatte eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zegel und Ehrenkranz? Preußen, Bundesrepublik Deutschland, DDR, Drittes Reich. Die Lösung ist DDR. Frage Nummer 188. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? 1953, 1956, 1959, 1961. Die Lösung ist 1961. Frage Nummer 189. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? 1919, 1933, 1961, 1990. Die Lösung ist 1961. Frage Nummer 190. Was bedeutet die Abkürzung DDR? Dritter Deutscher Rundfunk, die Deutsche Republik, Dritte Deutsche Republik, Deutsche Demokratische Republik. Die Lösung ist
Deutsche Demokratische Republik.